Das sind Lotti und Kurt. Sie sind eindeutig Schweizer, am Dialekt zu erkennen, denn wir sind ja auch in der Schweiz, nämlich im Tessin. Ihr seid seit 50 Jahren hier auf diesem Platz, Lotti. Ja, wir gehen immer wieder hierher, Warum? weil es schön ist. Ja. Und man schön in die Berge kann, Kastanien suchen, Pilze. Es ist einfach wunderschön hier. Okay, das heißt, ihr seid auch seit 50 Jahren verheiratet. Ja, schon länger. Schon länger? Seit 65. Jahren verheiratet. Ja, seit 1965. Oh, ich dachte schon seit 65, ich habe gerade überlegt, wie alt du bist, aber Ich bin jetzt 77 und habe mit 20 geheiratet. 77 mit 20 geheiratet Ja. macht 57. So, Genau. ja, ganz klar. Das war am 16. Oktober. 16. Oktober Haben wir 57 Jahre. 1957. Nein, 60. 1965 haben wir geheiratet. Jetzt habe ich es. Okay, sorry, ich kam ein bisschen durcheinander. 68 bin ich erst geboren. Da kannst du dir vorstellen, ich habe mich immer alt gefühlt. Jetzt denke ich, okay. Ist das Leben schön hier auf dem Platz? Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön, ja. Ist immer total mildes Klima hier, oder? Immer, ja, immer angenehm. Im Frühjahr ist es sehr schön, wenn dann blüht alles. Und im Herbst die Seitentäler, dann hat es Lärchen, die werden so goldig braun. Das sieht super schön aus. Ja, das heißt, man kann auch im Winter herfahren. Oder ist das nicht so schön? Gehen wir nicht. Im Winter gehen wir nicht hierher. Nein. Nein, Aber Herbst, Frühling. Herbst, ja. Frühjahr. So Spätherbst. Okay, das ist schön. Jetzt ist hier vorne der Strand. Die haben das mit Palmen gemacht. Das war früher noch nicht so. vor 50 Jahren. Nein, das war ganz einfach. Es gab nicht überall die Palmen und auch da hat es so einfach Bäume gehabt. Okay. Jetzt ist es vornehm. Vornehm. Ja. Das habt ihr nicht gebraucht damals, oder? Nein. und auch die Plätze waren nicht Kies, sondern Gras. Erde. Erde. Also Gras, Rasen, ja. Ist das jetzt schöner oder war euch das egal? Oder? Na, das ist egal. Ja, Es ist Gewohnheit und dann kommen wir trotzdem Steinen noch hierher. So, ihr habt einen neuen Hund. Das ist die? Der? Das ist die Uli, Dolly. Dolly, Graf. Der ist noch ganz neu, oder? 5 Jahre? Der ist 5 Jahre. Wir hatten vorhin immer Dachshunde. Okay. 4 Stück gingen mit 4 Hunden gingen wir hierher und 3 Großkindern. Ein Kampfhund ist das, oder? Ja, der Dackel ist ein Kampfhund. Nee, ist ein lieber Hund, auch lieb zu Kindern und so. Ja. Wenn ihr hergekommen seid, das heißt, ihr wart mit den Kindern, wart ihr auch hier schon, Ja, oder? mit den Großkindern waren wir immer hier. Mit den Enkeln. Mit den Enkelkindern, ja. Und mit den Kindern auch, oder? Ja, und wir haben einen Sohn und der hat Jahrgang 66. Wenn sie 68, aber ist fast gleich alt. Der ist noch ein bisschen älter als ich, ja, 2 Jahre. Genau. Krass, Der hat ja. 3 Kinder. Ich zeige das mal gerade. Ihr habt einen tollen Wohnwagen. Ihr habt nämlich einen Eriba Touring GT 430. Der ist sehr schmal. Das heißt, man kommt hier in den Schweizer Straßen und Pässen wunderbar damit durch, oder? Da braucht man keine Rückspiegel am Auto. So, der ist auch sehr klein. Man klappt ihn auf. Das heißt, ihr könnt aber auch drin schlafen, wenn er nicht aufgeklappt ist. Oder? Sehr bequem, ein Doppelbett. Und Ja. WC-Raum, Küche, alles drin. Ist der neu oder ist schon älter? das ist neu. Der ist neu. Also 2 Jahre alt. 2 Jahre alt. Ist aber von der Form her, sieht er aus wie früher, oder? So ein bisschen. Ja, er ist so, das ist ein Großmutterwagen, sagen wir. Wir haben früher immer ganz große gehabt mit den Kindern Ja, und jetzt ganz klein. Oder? und jetzt sind wir ganz kleiner geworden. Ein Großmutterwagen ist das. Ja, Ein Oma-Wagen. Ein Grossi-Wagen. Ein Grossi-Wagen, okay. Ja, vorher hat 2,50 Meter breit, 6, 7 Meter lang hatten wir immer Wohnwagen. Und da war der Tessin gut, das Engadin. Aber jetzt mit dem kommt man überall hin, im Wallis, Sinal, überall. Überall. Das heißt, Enkel, wie viele Enkel habt ihr? 3 Enkelkinder. 3 Enkel. Die Ja. hat ihr alle 3 dabei, oder? Ja, die haben immer mitgehabt. Und die sind jetzt schon groß? Die sind jetzt schon sehr groß. Okay. Das- Ist das schade, dass sie nicht mehr dabei sind oder dass sie nicht mehr so klein sind? Ich warte auf Urenkel. Auf Urenkel? Achso, dann kommen die wieder mit. Ja, genau. So, ihr habt ein Vorzelt mit dabei. Das ist schon sehr praktisch, oder? So ein Vorzelt? Ja, das braucht schon. Warum? Ja, man hat ein bisschen mehr Raum und wenn es einmal regnet... Ich darf mal reingucken ins Vorzelt? Ja, aber das ist noch nicht aufgeräumt. Nicht aufgeräumt. Nein. So, ihr seid zwar Schweizer, habt aber Stühle aus Dänemark, habe ich gesehen, oder aus Norwegen. Ja. So, und da vorne, da hat es natürlich auch hier vorne die Spieße. Das ist auch wichtig, man muss gut festmachen. Hier kann schon mal schnell Wind kommen, oder? Ja, da kann schon Wind kommen. Und Der vor Föhn. allem Der Föhn. No, ja,
Der Nordföhn, gell, ist das, was da kommt. Da kann man nichts einschlagen, da muss man mit dem Bohren. Bohrer. Okay, verstehe. So, jetzt hat's hier vorne einen Reißverschluss. Das Zelt ist auch neu, was ihr habt? Nein, Das habt ihr schon gehabt? Ja, Habt ihr gehabt? ja. Ihr habt eine Mikrowelle dabei mit Grill von Ja, Panasonic, ja, alles. eine Inverter. Die ist ja klasse. Da vorne habt ihr ein Induktionskochfeld. Ja. Ihr seid ja ausgestattet hier wie im Hotel, oder? Ja, das Induktion, Pizza backen, Brot backen. Ach, da vorne ist dein Bohrer. Ich darf dir mal zeigen. So, damit werden dann die Teile reingetrieben. In den, Bohrer. Wo habe ich da? da liegt er, hier. Da ist er. Ja, Ah, genau. ja, die da drunten noch. So, ich habe ihn direkt mal erkannt. Ich meine, Bosch. Ihr seid jetzt auch Profi-Camper, so kann man sagen, wenn man 50 Jahre unterwegs ist. Aber ihr wart immer im Wohnwagen. Ein Wohnmobil braucht ihr nicht, oder? Oder habt ihr mal ein Wohnmobil gehabt? Nein, das möchte ich Oder nicht. ein Wohnmobil ist toll zum Mieten, aber wenn wir dann irgendwo im Wallis sind und wir sehr viel wandern in die Seitentäler und die Seitentäler hoch und da kommt man mit den Wohnmobilen dann schlecht. Achso, ihr könnt hier stehen, könnt das Auto nehmen und könnt dann dahin fahren, quasi. Ja, wir haben das Auto vorne, dann können wir überall hinfahren. Ihr wandert noch viel? Sehr viel, ja. Immer noch? Ja, ja. Ja, immer Du noch. bist jetzt, wie alt bist du? Dabei. Wie alt bist du nochmal? Du bist 70 jetzt. 70 jetzt. Und ihr wandert noch viel. Krass. Bist du? Jetzt 70 wertig, ja. Du wirst 70. 69, ja. Du bist 9, wirst 78 und ich Ja, 77. fast. Ja. So, er wird jetzt 78. Er wird 78 und ich 7. Ja, ist ja egal, ob jetzt 70 oder 78. Aber das sind unsere, Das sind die Wanderschuhe. das sind die hohen, wenn wir in die Berge gehen. Und Nochmal, er wird 78 und du wirst 77. Ja. Das ist ja sensationell. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich 110 noch, oder? So ist es dann. Auf jeden Fall habt ihr vor, noch zu wandern. Was ja. ist denn das Gute an Wanderschuhen? Oder was sollte man denn bei den Schuhen beachten, wenn man die kauft? Also bei den Schuhen muss man... Bequem. Das sind jetzt, wenn die Wanderwege, wie soll ich sagen, nicht zu steil sind. Ein Schuh muss einfach seitwärts die Sohle, sonst verrenkt man sich die Füße auf den Bergwegen. Die müssen sehr stabil sein und Profil haben. Und dann, wenn es ein bisschen steiler wird diese Höhe. und höher, und dann hat es die... Ach, Seitenhalt brauchst du dann, ne? Und wenn man mehr Halt braucht, dann nehmen wir die großen. Das ist ein guter Schuh hier, den du hast? Lova. Lova, ist gut. Schweizer Schuh? Super Das ist Schuh. ein... Nein, Nein, das das ist ist ein deutsches Produkt. Ein deutsches Produkt? Okay. Ja. Lothar Wagner. Von Lothar Wagner. Okay. Ja, Lova. Lova. Es gibt auch gute Schweizer Schuhe, oder nicht so? Nicht Nicht mehr. mehr. Nee. Früher hat es gegeben, Reichle. Und die sind irgendwie Lothar Wagner und wie heißt der andere? der Handwag. Boah. Der Hanwag. Das waren zwei Brüder und die konnten sich nicht einigen, welcher bessere Schuhe macht. Und haben die sich getrennt. Einer heißt Hanwag und einer heißt Lova. So, ich glaube, der Lova ist etwas bekannter, oder? Ja, gut, der Hanwag weniger, ja. Okay, also guter Schuh. Preis von so einem Schuh, was kostet sowas? 300? Zwei mehr, bei 300. Gegen 300 Franken. Okay, also rund 300 Euro mittlerweile. Ja. So, der Euro, Das lohnt sich, einen guten Schuh zu kaufen. das glaube ich. Ja, ja. So, jetzt habt ihr hier vorne, da ist so ein Halter mit drin, da sind die wichtigsten Sachen. Da ist das Hundeband. Ich zeig mal gerade. Dann hier oben Spüle, da vorne. Ihr seid ja wirklich mit allem ausgerüstet. Das ist schon ein bisschen älter, die Stange. Ja, ja, die ist schon uralt. So, und das sind die entsprechenden Rucksäcke. Das Wetter kann ja auch mal umschlagen. Was habt ihr denn da dabei? Das heißt, ihr informiert euch immer gut über das Wetter, oder? Ja, sicher. Sehr gut. Dann gibt es Regenjacken Ja. und ein Parapluie. Ein Schirm. Regenschirm. Also, wir haben schon die Jacken, Ja. aber wenn es stark regnet, Ja. haben wir immer kleine Schirme. Knirpse. Knirpse. Ein Knirps mit. Okay, auch ein deutsches Produkt. Ja, genau. Sehr schön. Ich darf mal kurz reingucken hier. In den, der sieht nämlich so klein aus. Der hat nämlich noch die geteilte Tür. Das ist sehr praktisch. Die kann man dann zumachen, wenn der Hund drin ist. Gell? Der kann dann nicht raus und man kann trotzdem lüften. Ja, genau. So, und dann ist das ist eure Stube hier, die Sitzgruppe? Da kann man nicht, das ist zum Essen, ja. Ja, okay. Da kann ganz ruhig rein.
So, dann ist hier oben, ach, das ist die Dusche, man kann oben zumachen. Das geht ja rauf und runter, oder? Wenn man das Dach rauf und runter macht. Ja, zum Fahren nimmt man das Dach runter, ja. So, ich guck mal gerade hier rein. Da ist Ruchti steht hier drauf. Das ist noch irgendwas nachgerüstet worden, oder hier an dem Wagen? Oder? Nein, gar nichts. Der ist original. Der ist autark. Der ist autark. Also der hat eine Batterie drin, Solar. Ja, da kann man etwa 2 Tage kann man es aushalten. Warte, ich zeig mal gerade. Ich gehe mal ganz kurz rein. Das ist euer Bett, ein Querschläfer. Das ist ja nur, wenn man nicht zu groß ist, oder? Nein, ich bin auch 1,80. Und das geht. Problemlos. Und das ist ein sehr bequemes Bett, nicht was man vom Camping normal weiß, dass man hat eben kaputte Rücken. Und Ja. das hat auch eine richtige Ne. Kernmatratze, richtige Okay. und Lattengut. Ah, ein Lattenrost mit dabei. Lattenroten. Obendrauf ein Topper habe ich gesehen, dass man auch gut schläft. Ja, da schläft man sehr gut. Ja, Und duschen ist aber nicht hier im Wagen, Nein, macht ihr duschen nicht. das kann man kann nicht. nicht dafür, das ist Aber ein WC hat es und Es würde gehen, das Duschen theoretisch? Nee. Nein, bei dem nicht. Bei dem nicht. Der ist doch ein aber bisschen ja, zu klein. WC hat Warmwasser. Warmwasseraufbereitung hat er. Ich finde den tot schick, ganz ehrlich. Wenn du draußen guckst, der hat so was Zeitloses, finde ich. Oder? Aber die sind auch zeitlos. Die sind ja nicht ganz billig, aber ich weiß, dass die sehr aufwendig gefertigt werden. Das ist keine Serienproduktion. Nein, also sehr, sehr aufwendig. Ja, die kosten. Und sie bekommen noch, wenn sie den verkaufen, nach 4, Ja. 5, Der hat 6 einen hohen Jahren. Wert und ist gesucht. Und sie sind gesucht. Ja. Wir sagen immer, jetzt verkaufen wir ihn, dann machen wir wieder weiter und wenn solange es uns gut geht, fahren wir weiter. Ich glaube, das hält auch jung. Das heißt, ihr seid oft unterwegs im Camping dann, das ganze Jahr, oder? Nein, so viel nicht mehr. Früher 3, 4 Mal gehen wir weg. 3, 4 Mal gehen wir Ja. schon weg. Weil wir haben zu Hause ein Haus und da muss man dann auch schauen. Ein großes Haus habt ihr zu Hause. Ja, nicht so groß, aber schön. Schön. Mit Schwimmbad. Mit Schwimmbad. So, das heißt auch das Schwimmbad, die Chemie, da muss alles stimmen, oder? Beim Schwimmbad. Auch kein so großes Problem, gell? Das hast du im Griff. Das habe ich im Griff. Ja, Ist das drin oder draußen, das Schwimmbad? Draußen. Draußen. Okay, das war noch nie grün, oder? Nein, Nee, nie. Nein. mit Solarheizung. Da haben sie von Mitte April Ja. bis jetzt haben wir permanent 24 Grad habe ich eingestellt. Ja. Dann heizt die Sonne heizt das auf. Bei 24 Grad klemmt er ab. Und Okay. Sehr schön. Was ich toll finde, ist eure Sachen, die es so in der Schweiz gibt, zum Beispiel Sirup. Das hat man früher als Kind, hat man das immer, Tritrop hieß das bei uns. Ja. Und das habt ihr da auch, gerade eben habe ich meinem Sohn natürlich die Limo gekauft hier in der Schweiz, die heißt die Rivella. Ja. Die ist irgendwie aus Milch, wird die gemacht oder sowas? Oder? Ah ja, Rivella, ja, das ist ein schreckliches Getränk. Nein, gesundes, gutes. Ja, aber mit Milch. Ich mag auch das Handy, was du hast, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich darf das mal zeigen. Das ist auch ein grosses Handy. Ist das ein Smartphone? Nee, Nein, das ist ein normales. habe ich auch, aber brauche ich wenig. Ich finde das toll. Das ist das Smartphone, okay. Das heißt, Das ist praktischer für in die Tasche. ist das schön? Das ist auch ein Smartphone, oder? So mehr oder weniger? Ja, so ein man bisschen. kann viel machen, man kann auch ins Internet gehen. Okay. Es hat große Zahlen. Das brauchst du nicht, so ein Smartphone, oder? Nein, ich Okay. brauche das Smartphone nicht so viel. Höchstens, wenn ich WhatsApp mache mit meinem Sohn. Ihr wart jetzt immer hier auf dem Platz. Wir können auch gerne noch mal rausgehen, wenn ihr möchtet. Dann, weil es ist unglaublich warm dafür, dass schon fast November ist hier drin. Aber das ist der Platz hier, der ist so mild, oder? Ja. Der ist super. Wir gehen immer um diese Zeit und dann im Frühjahr, ziemlich früh, Mai, Juni. He? Mai, Juni gehen wir, sehr ist schön. ja- Dann blüht alles ringsherum, das sieht fantastisch aus. Ich darf das mal zeigen. Wenn du mal gerade mal mit mir mitkommst, dann zeige ich mal, weil hier vorne gibt es einen richtigen Strand. Und der war natürlich damals auch schon so, der Strand, oder wie? Nein, nein, da war überhaupt keine Palme, da war einfach Strand. Also das war so und dann hier hinten, von hier hinten an vorne, da war dann alles Sand von hier weg. Was ich stark finde, du hast immer Sonne hier in dem Tal. Also Ja, du hast schön. bis spät abends, oder? Genau, die Sonne, am Morgen früh kommt sie und abends spät geht sie. Das ist so schön am Abend. Weil du sitzt hier, du kannst dich mit deinem Stuhl dann an den Strand setzen. Das macht ihr auch schon mal? Ja, das ja. haben wir auch schon Ich habe- gemacht.
ganz tolle Fotoaufnahmen jetzt nicht, aber manchmal gibt es einen Sonnenuntergang hier. Blutrot hier, der ganze See. Wenn ich die Fotos die Fotos jemandem zeige, das ist fantastisch. Die denken, ihr werdet in der Karibik oder so. Ne? Ja, genau. Feeling ist so. Das Feeling ist genau mit den Palmen und der Sonnenuntergang. So, wir sind trotzdem in der Schweiz. Das ist, Ja, wir bleiben in der Schweiz. das Coole ist, dass die Preise hier nicht so hoch sind wie mitten in der Schweiz, habe ich gemerkt. Also ich glaube hier so nah an der Grenze zu Italien ist ein bisschen günstiger. Oder? Das ist nicht. Nein. Nee. Nein, es ist teuer. Das ist ein teurer Platz, aber ein super Platz. Ja, das ist so. Hier gibt es einen Flughafen, da fliegen schon mal die Flugzeuge. Ist das schlimm? Ist das zu hören oft? Nicht mehr, früher war es schlimmer, aber jetzt, und das ist ein Ausbildungsplatz für die Armee und für Fallschirmspringer. Dann genau dort oben gingen sie mit den Pilatusporten hoch und dann sprangen da 10, 12 Fallschirmspringer raus und gingen alle dort runter. Das war für die Kinder. Du hast was ganz Tolles dabei, wenn du mir mal gerade die Karte zeigst. Du hast noch eine analoge Karte. Sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So, da vorne ist mein Sohn. Man kann hier toll fahren eigentlich. Ja, Warum? ohne dass der Roller zusammenklappt schon. Ne? Ist er schon wieder zusammengeklappt? Nein. Okay, dann passt das. Der fährt einen Roller hier von Iohawk. Ja, der ist jetzt hier zum Test. Der ist gerade mal im Testen. Er hat sich leider hingelegt gestern. Es war nämlich ganz nass und da hat er eine Vollbremsung gemacht und auf einmal ist er zusammengeklappt. Nee, er ist glaube ich nicht zusammengeklappt, aber irgendwas, was auch immer. So, aber er fährt wieder. Er fährt wieder und da vorne ist die Karte. Das heißt, das Ganze dreht sich ja um diesen riesigen See, der hier ist, der Lago Maggiore, der unglaublich lang ist. Wir können das mal gerade zeigen. Wir sind jetzt hier, da unten sind wir in Locarno und Ascona. Hier sind wir auf dem Platz. Da sind wir. Ich zeige das mal gerade. Also das ist der Lago Maggiore. Ja. Da ist Ascona, Locarno und wir sind da auf dem Platz hier. Ja. Habt ihr den durch Zufall damals gefunden vor 50 Jahren oder wisst ihr das nicht mehr? Ja, irgendjemand hat das mal gesagt, da musst du mal hin. Und Das ist Mundpropaganda, dieser Platz. Der Platz ist Mundpropaganda. Ja, ja. So, ich glaube, das wird jetzt. Man darf mit Hunden hin, weil im Tessin darf man nicht überall mit Hunden hin. Es gibt sogar einen Hundestrand. Ja, jetzt gibt es da so einen Hundestrand hinten und einen Äggetili-Platz für Hunde. Ja. Ja. Okay, das heißt, ihr seid wahrscheinlich auch jeden Tag auf dem Platz Äggetili. Nein, wir gehen laufen. Wir wandern mit dem Hund. Das ist auch Äggetili. Okay. Sag mal, es ist ja unglaublich wichtig, dass man sich bewegt, oder? Jeden Tag. ja, Also da mal liegen bleiben, im Sitzen Bier trinken den ganzen Tag, das ist nicht euer Ding. Nein, überhaupt nicht. jeden Tag 1,5, 2 Stunden sind wir unterwegs, also wenn wir zu Hause sind. Jetzt hat er erst ins Tessin gekommen, weil jetzt hat er Pilze gesucht. Es gab so viele Pilze. Wo denn hier? Nein, bei uns zu Hause. Und er konnte nicht in den Tessin, er musste Pilze suchen. Ja. Jetzt hat er viele Gläser mit Pilzen. Und was ist da gern zu sammeln? Welche Pilze habt ihr? Steinpilze. Steinpilze. Steinpilze, Maroni-Röhrlinge vor allem Steinpilze, ja. Okay, ist da jemand, der dir sagt, ob der gut ist oder schlecht ist, der Pilz, oder bist du mittlerweile Profi? Da bin ich Profi. Okay, du weißt, was du essen kannst. Genau, ich kenne nicht viele. Ich lasse Pilze stehen, wenn ich sie nicht kenne. Eventuell ist er gut. Und hier im Tessin sehen sie sowieso anders aus. Da sind nur die Steinpilze gleich und die Maronenröhrlinge. Verstehe. Ansonsten wäre es ja möglich, dass deine Frau erstmal testet, oder? Und dann war ein Tag. Aber er kocht ein Leichenmahl. Ein Leichenmahl. Toll. Ja, ihr habt mir erzählt, es gibt ein tolles Tal, das heißt, Das Katar. ja, das Tal da. Und das muss so sensationell sein. Da gibt es nämlich einen Ort, der heißt, da oben, da kann man lecker Kuchen essen, Sononio. Ja, Hat eine wunderschöne Kirche. Hat eine Kirche. Das ist alles nicht so weit weg. Das heißt, man kann jetzt hier in einer Stunde ist man da oben in Sononio. also oder? mit dem Auto. Nein, nicht einmal 40 Minuten von hier. Und die Fahrt ist schon sensationell. Ach so. Ja, und dann Und wenn du jetzt gehst, laufen wir von wo weg? Laufen wir? da hier ist schon die Fahrt hier am See entlang. Das ist ein Stausee hier hinten. Das ist schon schön. Und dann
Normalerweise gehen wir zu Fuß von hier bis hier, aber dieses Jahr jetzt nicht. Dieses Jahr nicht. Okay, so, das habt ihr nicht gemacht. Aber ihr habt mir erzählt, es gibt einen Ort, der ist der höchste Ort der Schweiz oder hier der höchste Ort hier im Tessin. Der bewohnte Ort. Das ganze Jahr bewohnt ist. Das ganze Jahr 1700 Meter, glaube ich. 1900. 1900. Der ist wo? Der ist Bosco Gurin, ist das doch? Bosco Gurin. Bosco Gurin heißt der. Nein, das ist doch die Andere Seite. andere Seite. Sieht man das hier? Was ich toll finde, dass die meisten Leute Deutsch sprechen hier. Also viele, die dir was verkaufen möchten, zum Beispiel im Restaurant oder so, die sprechen Schweizerdeutsch oder Deutsch, oder? Ja. Ist das nicht Bosco? Oder ihr sprecht da gut Italienisch oder gar nicht? Gar nicht nicht. Italienisch. Gar nicht. Nein, so verstehen ein bisschen, aber sprechen nicht. Nix so uno, due, tre. Ja, und Das schon. Das war's. Okay. Dann ist es so wie bei mir. Sie sprechen gut Französisch, habe ich gemerkt. Also ich komme hier recht weit mit Französisch. Das klappt gut. Wenn denn Deutsch nicht klappt oder Englisch. Das ist so. Aber Französisch. Nix. Nein. Schulfranzösisch lange her. Ihr seit woher seid ihr? Aus welchem Kanton? Kanton Bern. Bern. Bern, Solothurn. Also wohnen jetzt im Kanton Solothurn und ursprünglich Kanton Bern. Da ist diese Woche der ganz große Salon in Bern, der Caravansalon. Ja, ganz genau. Da wollt ihr nicht hin? Nein, Dieses Das ist zu Jahr viel. nicht. wir brauchen nichts mehr. Wir brauchen nichts mehr. Ihr habt alles. Weil es gibt ja immer wieder neue Sachen und das hat sich auch so verändert. Ganz fest. So, da oben ist noch ein Flugzeug. Bosco Gurin, wir gucken mal zusammen. Das ist aber ein schöner Ort, sagst du, da kann man schön hinfahren. Ja, Ihr entdeckt jedes Jahr was Neues, oder? Immer noch. Jein. Wir haben so unsere Orte und da gehen wir immer wieder hin. Was ist das Hier los. Bosco Gurin? Das Machatau, ja. Monteprolla. Du, ist nicht so schlimm, wenn wir es jetzt nicht finden. Monteprolla. Ich war auf jeden Fall heute auf der Seilbahn, war ich ja. Nein, das ist nicht hier. Auf der Seilbahn war ich, hier vorne gezeigt eine Seilbahn. Die heißt nochmal wie? KK. Ich komme gerade nicht auf den Namen von der Seilbahn. Kardada. Kadada. Ja. Kardada, ja. Kadada. Das ist fast ein Muss, da muss man irgendwie mitgefahren sein. Sehr schön da oben. Ja, da kann man dann auch weit nach hinten wandern. Das da oben ist übrigens das Tal von Kadada. Das Spannende ist, da sieht man ganz viele Gleitschirmflieger, die losfliegen die ganze Zeit, Ja. Tag und Nacht. Das ist schon richtig gut. Das ist eine alte Karte. Die ist alt, die begleitet uns schon lange. Die begleitet uns schon lange. Das heißt, die Schweiz hat sich seitdem noch nicht verändert, groß, oder? Nein. Nein. Okay. Und was man jetzt in der Schweiz noch hat, da kannst du auch drauf, musst aufstellen, die ist so Ah, alt. die ist noch älter, die Karte. Ah, darum hat er eine neue gekauft. Die ist wahrscheinlich kurz nach dem Krieg. Weil Nee. mit dem Smartphone kommt man nicht immer weit. Aber Weil der Ausschnitt ist zu klein. was wir in der Schweiz, Der Ausschnitt vom Smartphone. Ja. Ja, wenn die. aber was wir haben, Schweiz mobil, man kann Ja, sagen, ja. einmal, da bekommt man sämtliche Karten von der ganzen Schweiz, 1 zu 25 oder 1 zu 50.000, so groß, Ja. kann man im PC ansehen. Ja. Dann kann man einen Punkt eingeben. Ich will wandern von Ja. hier bis hier oder bis hier. Und dann zeigt er an, die Wanderung geht so schnell, also 2, 3, 4 Stunden. Und daneben gibt es ein Höhenprofil, wenn man nicht so steil hier hoch will. Das gibt es nur in der Schweiz. Man kann im See baden. Ihr seid, wenn es sehr warm ist, auch mal im See baden, oder? Oder nur die Füße? Jetzt kann man wieder. Ja. Seit etwa Was, im See? 3, 4 Jahren, 5 Jahren. Vorher war der Dreckig, oder? dreckig, aber jetzt hat es viele Kläranlagen gegeben. Okay. Jetzt ist es gut wieder, ja. Okay, das heißt, der war nicht so sauber damals, der See. Nein, nein, gar nicht. Der stank auch ein bisschen? Oder? Der stank auch ein bisschen, weil wenn es ganz warm Wetter war oder so, und man sah es auch, er war trüb, veralkt. Und jetzt ist er wieder gut.
Ich finde das. Die Wasserqualität. Das ist Achso, das ist so eine Karte, gell? Ja, das Die ist drucke ich auch. Schweiz Mobil. Das heißt, man muss da jetzt nicht Mitglied sein, oder? Nein, Doch, man kann das. Du hast ein Abonnement. ja, ich habe. Aber Sonst kannst du nicht reinsehen zeichnen. kann. Oder das ist jetzt, das habe ich eine Wanderung ausgedruckt, die wir morgen wahrscheinlich machen. Ich mach die morgen. Okay, ist sie weit? Nein. Ich guck mal gerade. Hast du Die die- dauert 1 Stunde 13. Ja. Also eine kurze Wanderung. Und das Höhenprofil ist Das ist auch Höhenprofil. angenehm. Achso, es ist angenehm für dich. Da lacht sie. Ja, wenn es nicht so Spitze gibt. Sag mal, ihr kocht selber abends oder immer? Oder? Ja, immer Okay. selber kochen. Was gibt's heute Abend? Heute Abend gibt es Pizza, weil wir haben nicht groß kochen, weil wir sind heute Morgen früh aufgestanden und es gibt nur eine Pizza und Salat. Ihr seid noch nicht so lange hier, glaube ich, seit heute. Wir sind heute angekommen. Heute angekommen. So, du fährst dann rein. Ist da auch ein Mover drin bei euch im Wohnwagen? Ja, Ja. genau. Ist das neu jetzt, der Mover, oder? Habt ihr den vorher auch schon eingehabt? Immer. Immer. Aus der Zeit, dass es Mover gibt, haben wir immer einen Mover gehabt. Weil das Ist so schwer. Ein Spielzeug für den Mann. Ein Spielzeug, das heißt, die Fernbedienung, er kann ihn rumfahren, wie er Ja, will. der kann um die eigene Achse fahren und links und rechts und vor. Ist aber und schön, rück. oder? So ein Mover? Ja, ja. Und es geht auf einen Millimeter, kann man machen, ne? Ja, ja, ja. schön, das ist super, nicht Das Schönste ist anstrengend. beim Anhängen am Auto. Da habe ich immer gesagt, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, schon zu viel. Und seit er den Mauer hat, macht er anhängen. Achso, er kann ja zugucken, wie es geht. Genau. Sag mal, es gab ja jetzt einen Campingboom, habt ihr das erlebt? Also, dass Leute auf einmal ganz viel Camping waren und Das haben wir schon erlebt, schwer. das war, Das war hart. Gewesen. Das war hart. was ist das hart? Das war hart. Bitte auf Schweizerdeutsch, wie heißt das? Hart. Das war hart. Gewesen. Herz. Also nicht angenehm. Nicht angenehm. Habt ihr es gemerkt, dass auf einmal ganz viele Leute Camping gemacht haben? Ja. Ja, das haben wir gemerkt. Vorher waren wir so hat man eben viele Leute gekannt. Die kamen jedes Jahr, manchmal sah man sich, manchmal nicht. Und plötzlich, die Häuser hat nicht da, gell? und plötzlich, auch im Engadin, überall, die Plätze waren voll. Man hatte Lärm bis am Morgen und es war plötzlich eine ganz andere Mischung. Atmosphäre, Ganz andere. Ich wurde nie böse oder so, aber manchmal war es einfach unangenehm. Aber hier ist jetzt ruhig. Das ist super. Ja, da waren jetzt überhaupt keine Partys heute Nacht. Nein, da gibt es nicht Partys. Partys gibt es nicht, das ist gut. Viele Schweizer sind hier, das spricht mal für euch. Also, dass ihr Genau. den Platz selber mögt, ja, das ist so. Geheimtipp wird ja jetzt schwer, wenn wir den zeigen, weil, aber ich habe gehört, das ist gar nicht so einfach, einen Platz zu kriegen. Man muss relativ früh reservieren. Habt ihr ein Anrecht dann, wenn ihr schon seit 50 Jahren hierher kommt? Nein, überhaupt nicht, weil der Besitzer, das ist jetzt irgendwie eine GmbH oder sowas. Das Ja. ist nicht mehr wie früher. Eine Firma macht das jetzt. Ja, eine Firma. Früher war dieser Anwalt, der Dr. Bernhard, und Ja. der hat 2 Kinder adoptiert sogar und die haben den Camping lange geführt. Und dann ist der Vater gestorben, die Mutter gestorben und dann haben die den verkauft. Aber die Atmosphäre war natürlich Familie. sehr, sehr familiär, wo noch der Dr. Bernhard das Ganze gehört Sag mal, hat. Camping in den 60ern, wie war denn das? War das viel mit Zelt oder auch schon Wohnwagen? Zuerst mit Zelt. Ganz zuerst hatten wir ein Giebelzelt, Ja. Nase raus. Nase raus, und dann hatten wir so einen, wie sagt man den, einen Klappanhänger, Ja. wo man das Zelt Ach, das kenne ich, ja, wo man so aufklappt. Ja, Ja. mega. Und die Fahrräder oben drauf, oder? Ja. Und dann kam der erste Knaus. Ein Wohnwagen ohne Heizung, ohne Wann war das? Toilettenraum. 70? Das ist 50 Jahre. 50 Jahre. Das war, 50 Jahre her. der war ein Also Knaus. 30, 70, ja. Ja, 1970. 1970. Aber war da die Zeit. Ja, ja. Das war ganz Und das Fahrzeug, mit was habt ihr das gezogen damals? verschieden. Da hatte ich einen Passat und einen Audi und ja, und dann wurden Cherokee mit den Grosswohnwagen. VW immer, oder was? VW oder Volkswagen? Audi? einen Audi ja, haben wir. Und ein ist ein Opel. Ein Opel? Ein Opel. Und dann wurden die Wohnwagen, die Großkinder, alles wurde immer größer, brauchten immer mehr Platz. Und die Wohnwagen wurden breiter, bis 2,50 Meter und lang. Doppelachse. Und mit Doppelachse und allem. Und die Autos immer wie größer und wie stärker, oder? Dann hatten wir mal einen Cherokee Jeep.
Einen Jeep habt ihr gehabt? Ja, haben wir mal gehabt. Der war schön? Ja, sehr schön. Aber warum habt ihr nicht mehr? Brauchen wir ja nicht mehr. Braucht ihr nicht mehr? Was? Ja, Einen und vor allem- Wohnwagen Und jetzt, was habt ihr jetzt für ein Auto? jetzt haben wir Subaru seit Ein Subaru, Allrad. Subaru. Der ist doch klasse, oder? Allrad, ja. Das Der ist ein liegt wie ein Brett auf der super Auto. Straße, oder? Das ist ein super Auto. Das ist wirklich so. Der kommt überall durch. Der hat so einen genialen Allrad, wo du. Ist das hier, gibt es noch Schnee eigentlich in der Schweiz? Ja. Ja. Hoffen wir, es gibt noch. Ja, aber ihr merkt das schon, dass es wärmer wird, oder? Ja. Es gibt Ja. viel weniger Oder auch Schnee. wir bewegen uns ja sehr, sehr viel in den Alpen, meine Frau und ich, fast jedes Wochenende. Und das ist, oder bei uns in der Nähe hat es eine Gebirgskette, der Weißenstein, Jura, Ja. da sieht man in die Alpen. Und dann die Gletscher, wo wir früher noch darüber gingen, Ja. sind Alle weg, oder? alle weg und zurückgezogen. Und Hochtouren haben wir auch gemacht, also mit Seilpickel. Kann man nicht mehr machen zum Teil. Das ist ganz schlimm. Also, Ja, es war ja unglaublich trocken jetzt dieses Jahr. Habt ihr vielleicht gesehen in den Nachrichten? Der Gardasee, ist Wasser zurückgegangen. War das hier in der Schweiz auch so? Oder? ja, Ja. ja. Auch hier in dem See? Nein, also hier ein bisschen weniger. Aber auf Italien sieht man. Italien war es ganz schlimm. Ja. Und der Gardasee war ganz schlimm. Und was ist noch schlimm gewesen? Ja, es war... Ja, passt auf. Ja. Jo. Jo, fein. Jo, ist gut. Ist gut. Ist gut. Der kommt ja. Der Sehr kommt, das ist schon durch. Das ist schon durch, der könntest du. Viele Hunde hier. Was mir auffällt, es riecht nicht nach Hund. Du siehst doch keine Hundehaufen, alle passen auf. Oder? Ja, die Das sind ist alle sauber. Das ist immer- in der ganzen Ich Schweiz habe noch so. nie gesehen, dass irgendwo ein Hundehaufen hier auf den Wegen gelegen hat. Und die wirklich super, alles. Aber es war immer, Das ist immer so. das ist immer so, das war immer so, ja, immer so. Aber das war schon der Besitzer oder der Gründer des Platzes. Der hat drauf Wert gelegt, oder? Ja. Und da war ein Angestellter und der hatte so einen alten Jeep vom Militär und der alle Kinder liebten den Mann. Wenn der kommt, hat uns schon, wie hat er geheißen? Giuseppe, glaube ich. Giuseppe, ja genau. Und da war eine Person, der schaute zu allem. Und es war ja damals so, ich sag mal so in den Jahren, so 1960 waren auch schon viele Deutsche hier, oder? Ja, ja. Ja. Die dann kamen so mit dem VW Käfer, oder? VW Käfer, Opel, ja, ja. Und die kamen hier hin in die Schweiz. Urlaub Kamen gemacht. hier hin. Aber die ganz großen Wohnwagen gab es noch nicht. Okay. Und Wohnmobile damals sowieso noch Ja, nicht. Wohnmobile gab's. Aber da kamen so viele Deutsche, ja. Das ist Da so. haben wir auch viele Nette kennengelernt. Gell? Achso, es gibt auch nette Deutsche, oder? Ja, Ja, ich, ja. ich hatte, nein, überhaupt nicht. Ich hatte mal für Deutschland, für eine deutsche Firma, eine Generalvertretung für die Schweiz. Achso, du kanntest Deutschland gut. Sehr gut. Und Heiligkreuztal. Und das war so super nette Menschen. Also mit denen konnte man sprechen und Probleme lösen. Also von Heiligkreuztal, die Firma Häusler. Was hast du verkauft damals? Ach, alles für Direktvermarktung. Holzbacköfen für private Haushalte, Holzbacköfen. Holzbacköfen und und Elektrosteinbacköfen. Das ging von 6 bis 120 Brote pro Ofen. Ach so, praktisch industriell. Das war dann industrielle Holzbacköfen. Was? Und das hast du wie lange gemacht? Etwa 10 Jahre, ja. Du bist ja 10 Jahre in Rente, oder? 8 bis 10 Jahre war ich drin, ja. Okay. Ist das, ich sag mal, jetzt in Ruhestand zu gehen, so wie ich das mitkriege, seid ihr jeden Tag auf Tour. Ist das ein neues Leben dann für euch gewesen? Schon. Ja. Ja, ja, das war schon. Vorher, wenn man selbstständig ist, dann gibt es keine Samstage, keine Sonntage, keine geregelte Freizeit, einfach gar nichts mehr, oder? Dann das bröckelt alles und dann habe ich plötzlich haben wir dann mit 65 habe ich gesagt, jetzt hören wir auf. Echt, hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Jetzt backen wir noch für uns. Achso, ihr backt nur noch für euch. Ja, ja. Du backst selber Brot?
Ja. der Chef. Du bist Bäcker oder was? Nein, Nein, war nicht alles selbst angeeignet. Aber ich backe spezielle Brote. Ich habe einen Holzbackofen und einen Elektrosteinbackofen. Ich backe Brot mit Sauerteig. Es gibt ganz gute Brote, die schmecken aber nicht nach sauer, sondern sehr gut. Oder? Das ist so mein großes Hobby, Backen im Holz. Backen. Backen, überall. Backen und Kochen. Du hast einen tollen Mann, der backt und kocht. Oder? ich bin für den Garten zuständig Ja. und er ist für die Küche. Und für den Pool. Ja, genau. Er macht den Pool auch. Okay. Ja, das macht er auch. So. Ihr geht da drin aufs Klo auch? Oder nee, wenn ihr mal aufs Klo geht ihr hier drin aufs Klo im Wohnwagen? Oder? Auch nur nachts. Ab und zu mal. Die kleinen Geschäfte. Die großen deckt man selbst nach vorn. Und du machst das dann weg, dann anschließend? Du machst das weg oder die Frau? Das mache ich immer. Das ist eine Schublade, ja. Machst du sauber? Das geht. Davon gibt es einen Automat, da kann man die rein. Automat? Und das macht ihr? Da kann man da rein tun, den Rüssel, und das spült dann sauber. Sehr schön. Das, gut. Aber das hat es früher auch nicht gegeben. Wie war das denn früher mit aufs Klo gehen im Wohnwagen? War das so das Porta Potty oder gab es das schon? Ja, Porta-Potty, ja, da genau. die Porta Potty, die tragbaren, ja. Und dann vorne, oder? Krass. Und dann für in der Nacht, wenn die Kinder noch klein waren, da hatten wir so eine Porta Potty im Wohnwagen. So, da kommen Sie von der Tour. Das war eine lange Tour, wart ihr, oder? Es geht. So, ich werde noch einen Film machen über euch heute. Denn jetzt ist das Wetter richtig klasse. Ja. Wie lang war die Tour? Was habt ihr gemacht? Ja, wir waren nach Ascona, Ja. bisschen shoppen, bisschen am Lido, etwas trinken. Was ist da drin? Hund oder Wein? Hund und Einkauf. Hund und Einkauf. Hund und Einkauf. Ja. Das ist ein Pudel oder was ist das? Nein, Oh, der Gotto. der Gotto. Der Gotto, ein italienischer Trüffelhund. Ein Trüffelhund. Ja, genau. Ist der gut im Trüffel finden? Ja, Schon welche gefunden? auch schon, ja. So, ich komme dann später mal zu euch. Ja, das ist einmal Kurt und deine Frau heißt nochmal wie? Lotti, Lotti. Kurt und Lotti. Du bist 77, Nein, er ist 78 und 78. ich werde am 6. November 77. so 77 und 78. Glücklich verheiratet seit über 50 Jahren. 57 Jahre. Seit 57 Jahren. Goldene Hochzeit war denn schon quasi, oder? Ja, schon lange. schon lange. Ja. Golden ist wann? Ab Ab bis 50. 50. 50 Jahre ist golden. Sag mal, wenn ich euch mal fragen darf, was sind für euch alte Leute? Die sich Mein Großkind hat mal gesteigt, da war meine Mutter noch alt. Dann hat er gesagt, Grossi, du, meine Mutter ist, die ist einfach gut, dann kommst du, dann bist du alt und das Urgroßi ist uralt. Okay. Das ist uralt. Ja, das ist uralt. Also, So ab 8. Also ich sage immer, für uns gilt nicht die Jahrzahl, ja. sondern die Die Beweglichkeit. also die Beweglichkeit, der Zustand Die Interessen. und die Interessen und alles. Und da haben wir gemerkt, jeden Tag bewegen wir uns 2 bis 3 Stunden. Und wenn wir das mal nicht machen, dann merken wir das sofort. Ich habe das gehört, dass wenn man älter wird, die Leute sagen, jeden Morgen tut einem irgendwas anderes weh. Ist das bei euch auch so? Nee. Ihr seid topfit. Also Muskelkater kennen wir nicht mehr. Nee, aber so, dass das Knie mal weh tut oder so, nee, das habt ihr nicht. Also ich hatte Manchmal mal schon. Unfälle, Sportunfälle, Sportunfälle. Skifahren oder so, das Knie mal. Einfach so mal, dass das Knie weh tut? Nee. Nein, gar nicht. Oder irgendwo das Schmerzen, gar nicht. Im Rücken auch nichts? Nee. Gar nichts. Krass, ihr seid kerngesund. Vielleicht ist das auch das gute Schweizer Essen, was es hier gibt. Denn die Qualität ist ja ganz gut hier, oder? Sehr gut. Ja. Gesund, alles. Auch viel Ja, aber Gemüse. etwas muss ich sagen, krank wäre ich eigentlich. Ich habe eine Schmerzerkrankung, Fibromyalgie, das ist eine Muskelkrankheit, ist nicht entzündlich, aber äußerst schmerzhaft. Ja. Plötzlich kommt das in den Muskelländern, überall gibt es höllische Schmerzen. Und die hatte ich etwa 10 Jahre. Da habe ich alles probiert mit. Zuletzt hatte ich noch Morphin. Und dann habe ich irgendeinmal gelesen, dass bei uns in Bern mit Cannabis experimentiert wird. Du warst das? Also habe ich gelesen und da wurde mit
ein Arzt hat mit Cannabis experimentiert. Da war Professor an der Uni Bern. Und dann habe ich mich dort gemeldet. Aha. Und das war noch, da muss man ja, das war ein Riesentheater, dass man das Medikament bekommen hat. Aha. Und da so ein kleines Fläschchen, wie viel hat das gekostet? 240 Franken. Das ist ein Monat. Und das hat einen Monat gereicht. Seitdem nehme ich Cannabis. Jeden Abend 11 Tropfen, kann ich durchschlafen. Am Morgen, wenn ich aufstehe, nehme ich noch einmal 10 Tropfen. Da bin ich völlig schmerzfrei. Seit über 10 Jahren. Du wirkst auch sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, aber das ist ein sehr großes Vorurteil. Du bist schmerzfrei. Völlig. Wenn er Schmerzen gehabt hat, wir sind immer gegangen. Ich habe gesagt, komm mitgehen und dann hat er mitgemacht. Hast du jemals die Tropfen mal probiert? Einmal? Nein, Nee. Das ist nichts für dich? brauch's nicht. Okay. Ich finde, das ist ein Medikament Ah. und das ist nicht ein... Ich würde das ja In als der Schweiz ist Suchtmittel nehmen. zugelassen. Ist jetzt zugelassen? Ist jetzt billiger ein bisschen? Nein, ist noch nicht so. Also auf Rezept. Okay. Ja. Sehr schön. Okay, das heißt, du nimmst das aus medizinischen Gründen. Finde ich aber gut, man hört das oft, dass das gut wirkt. Also, oder? Ja, super. Und was natürlich eine angenehme Nebenwirkung, Man schläft wenn gut. du schläft gut und wenn man am Morgen eine schlechte Laune hat oder irgendwie und knurrig oder so nicht. Und dann nehme ich 9 oder 10 Tropfen und dann das ist weg. Dann Die Laune ist man oben. freundlich und Krass. Ich bin total dein Fan, muss ich sagen. ja, also das ist Aber das wird natürlich kontrolliert. Er kann nicht x so Flaschen holen. Das heißt, da ist jedes Mal das Gleiche drin. Er weiß aber genau, was drin ist. Ja, genau. Okay, das ist ja normalerweise, wenn man irgendwas kauft auf der Straße, weißt du ja nicht, was ist heute drin. Nein, das ist verschrieben vom Arzt und ich beziehe das aus einer Apotheke und der Cannabis wird bei uns angebaut in der Schweiz. Okay. Toll, ich finde das klasse. Also, so, ich muss Schluss machen, denn sonst kriege ich Hauer von meiner Frau. Aber vielleicht trifft man euch ja die nächsten 50 Jahre noch hier. Ja, vielleicht. Lotti und Kurt aus der Nähe von Bern auf einem ganz tollen Platz, der heißt Miralago, im Oktober 2022, Ende Oktober. Und da stehen wir übrigens mit Seeblick. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich hier mit dem Riesenhaufen dir die Sicht versperrt habe auf den See. Das macht das überhaupt nichts. Macht das nichts? Nein. Wir sind nicht ganz Wir sind, da. und da sind wir tolerant. Ihr seid tolerant. Ja. Tolerante Schau. Ja, ich wurde hier hingestellt. Ich kann ja nichts. Hätte ich das gewusst, dass ihr da seid, wäre ich natürlich woanders hingegangen. Ist ja klar. Wir können ja hier sitzen. Ich kann ja hier sitzen, wir können spazieren. Dort auf der anderen Seite ist schön am Ufer entlang. Ja. Hier, also da habe ich keine Probleme auf einem Platz. Das war nur Spaß. Wollte nur. Also ob jetzt ein großes Wohnmobil, ein kleines oder ein Wohnwagen, da sind wir waren immer tolerant. Gell? Wenn ihr euch mal gerade so lieb seid, euch mal in den Arm nehmt, dann habe ich so ein Abschlussfoto, so ein nettes. Da sind sie. Sensationell. Wieder mal eine tolle Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Ciao.